Elena Stein, die Organisatorin einer Protestaktion von Juden und Jüdinnen an der Wall Street in New York. Ihr Text. Gestern legten 500 jüdische New Yorker und Freunde die Geschäfte an der New Yorker Börse an der Wall Street lahm und verlangten im Epizentrum des globalen Kapitals, dass die USA die Bewaffnung Israels stoppen und aufhören muss, von dem Völkermord zu profitieren. Als wir morgens ankamen, erfuhren wir, dass Israel gerade in der Nacht das Al-Aqsa-Krankenhaus bombardiert und mindestens 30 Zelte in Brand gesetzt hatte, voll mit Menschen, die bereits vertrieben worden waren, die noch Infusionen in ihren Armen hatten, weil sie im Krankenhaus waren und dann bei lebendigem Leib verbrannt worden sind. Und das, nachdem tagelang ganze Familien im Flüchtlingslager Jabalia massakriert wurden, als Teil einer größeren Strategie, um den nördlichen Gazastreifen, in dem sich 400.000 Menschen aufhalten, abzuriegeln, auszuhungern und im Wesentlichen die ethnische Säuberung zu vollenden. Die Menschen schreiben ihre letzten Abschiedsbriefe. Wir empfinden dies als Horror, den wir kaum in Worte fassen können. Aber wir versuchen, wenigstens einen Teil unserer Verachtung in dieser Aktion zu zeigen. Natürlich ist es wichtig zu verstehen, dass dies mit US-Bomben geschieht. Diese Bomben massakrieren in diesem Vernichtungskrieg eine Familie nach der anderen. Machen wir uns nichts vor, das ist das Ziel. Ausrottung, Vernichtung. Und das geschieht mit US-Bomben, mit US-Waffen und unter dem Schutz der USA, die Israel vor jeglicher Rechenschaft gegenüber internationalen Institutionen schützen. Die Biden-Administration will euch weismachen, dass der Grund, warum die USA die israelische Regierung auf diese Weise bewaffnen, finanzieren und decken kann, die Sicherheit der Juden sei. Dies ist nur ein moralischer Vorwand, ein Deckmantel. Es ist ein Vorwand, mit der das ganze Unternehmen getarnt wird. Deshalb sind wir hier, um zu sagen, wir lehnen diesen Mythos, diesen kranken Mythos ab. Mit jeder Faser unseres Seins lehnen wir es ab, dass unsere Geschichte, unsere Identität, unsere Tradition benutzt werden, um Palästinenser zu foltern, auszuhungern, zu massakrieren und auszulöschen. Wir sind hier, um zu sagen, dass die wahren Interessen der beiden Administrationen, die wahren Interessen der US-Regierung folgende sind: ihre eigenen imperialen Interessen und ihre eigenen finanziellen Interessen. Wir sind hier, um den USA zu sagen, hört auf, Israel zu bewaffnen, hört auf, von Völkermord zu profitieren. Yesterday, 500 Jewish New Yorkers and friends shut down business as usual at the New York Stock Exchange on Wall Street, demanding, the epicenter of global capital, demanding that the U.S. stop arming Israel and stop profiting from genocide. And, as we arrived in the morning, we were learning the news that just that night, Israel had bombed the Al-Aqsa hospital and had set at least 30 tents ablaze, full of people who had already been displaced, who still had IVs in their arms from being at the hospital, burning people alive. And this comes after days and days of massacring whole families in the Jabalia refugee camp as part of the larger strategy to block off, to starve, to essentially complete the ethnic cleansing of northern Gaza, where 400,000 people are. This is being called a genocide within a genocide. People are posting their final goodbyes. So we are filled with horror beyond words
and are attempting just to embody just an ounce of that refusal in our actions. And of course, what's so important for all of us here in the U.S. to understand is that this is being done with U.S. bombs. Those bombs that are massacring family after family in this war of extermination. Because make no mistake, that is the goal, extermination. It is being done with U.S. bombs, with U.S. weapons, and with U.S. cover, with shielding Israel from accountability at any international institution. Now, the Biden administration wants you to believe that the reason the U.S. is arming and funding and covering the Israeli government like this is for the sake of Jewish safety, right? This is the moral cover that they use. This is the justification used to cloak the entire enterprise. And so we are there to say we reject this myth, this sick myth, with every fiber of our beings. We refuse to let our histories, our identities, our traditions be used to torture, to starve, to massacre, to erase Palestinians. And we are there to say the true interests of the Biden administration, the true interests of the U.S. government are this, its own imperial interests and its own financial interests. And so we are there to say to the U.S., stop arming Israel, stop profiting from genocide.